ihr Lieben, wir sind Leonie und Sarah und wir zeigen euch heute in der Machbar Academy, wie man eine Keramik richtig ausbessert. Wir haben hier zwei verschiedene Schäden, einmal Haarrisse und Abplatzungen. Abplatzungen kann man zum Beispiel mit so einem Reparaturset hier reparieren und Haarrisse mit einem Lackstift. Beide Produkte sind dafür da, die Schadstellen zu versiegeln und zu reparieren und sorgen dafür, dass ihr euer Waschbecken wieder benutzen könnt. Dann kümmern wir uns doch mal um die Abplatzung. Dafür nehmen wir das Reparaturset. Vorab machen wir aber unsere Stelle noch etwas sauber, und zwar mit Anlauger und einer Wassermischung. Dafür ziehen wir uns Handschuhe und Schutzbrille an. So. Dann mit dem Schwamm etwas Anlaugermischung auf die Keramik verteilen, sodass hier die fettigen Stellen schön sauber werden. So, das Ganze noch schön trocken machen. Und jetzt kann es losgehen. In so einem Reparaturset ist schon eigentlich alles drin, was wir brauchen. Eine Spachtelmasse, einen Spachtel und hier noch etwas Schleifpapier. Achtet darauf, dass euer Raum gut belüftet ist, denn die Spachtelmasse kann eure Atemwege schädigen. Deswegen wieder Handschuhe an und dazu jetzt noch einen Mundschutz. Zuallererst öffnen wir die Spachtelmasse mit einem Schraubendreher. Etwas Spachtelmasse auf eine Unterlage auftragen. Und dazu kommt der Härter. Ihr braucht da ein Verhältnis von 30:1. Das ist ungefähr so wie Walnuss zur Erbse. So, jetzt das Ganze gut vermischen. Und das tragen wir jetzt auf unsere Stelle. So. Wenn die Spachtelmasse trocknet, sinkt die noch etwas ein. Deswegen könnt ihr ruhig etwas mehr nehmen. Die Aushärtung ist jetzt je nachdem, wie viel Spachtelmasse ihr genommen habt. Das kann so eine halbe Stunde dauern oder auch ein paar Stunden mehr. Wir haben das mal über Nacht trocknen lassen und das sieht dann so aus. Kann man ganz gut sehen, dass es schon schön hart geworden ist. Und das schleifen wir jetzt als nächstes ab. Das Gute ist, dass das Schleifpapier so hell ist, dann bleiben keine Verfärbungen hängen. Und das kann abgewischt werden. Und dann kann man fühlen, wie schön glatt sich das anfühlt. Dann kommen wir zum letzten Schritt. Mit dem Reparaturspray verschönern wir die Stelle. Dafür das Ganze gut schütteln. Und dann gleichmäßig auftragen. So, und das müsst ihr jetzt am besten auch wieder über Nacht eintrocknen lassen. Und dann seid ihr schon fertig. Kommen wir zu den Haarrissen. So feinere Schadstellen könnt ihr mit einem Lackstift ausbessern. Dafür schleifen wir die Stelle mit einem feinen Schleifpapier, wir haben hier 220er, einfach einmal an. So könnt ihr scharfe Kanten schon entfernen. Dann kommt der Lackstift. Dafür zieht ihr euch wieder eure Schutzkleidung an. Schutzbrille, Mundschutz und Handschuhe. Und dann tragt ihr den Lack einfach mit dem Pinsel auf die Schadstelle auf. Der Lack versiegelt den Haarriss und vermeidet, dass Wasser austreten kann. Die Trocknungszeiten variieren je nach Produkt. Wir haben das Ganze jetzt schon mal vorbereitet und eine Nacht trocknen lassen. Und wenn man da jetzt drüber geht, merkt man, dass es auf jeden Fall ausgehärtet, aber es steht noch so ein bisschen über der Keramik. Das könnt ihr jetzt noch mal leicht anschleifen. Achtet aber darauf, die Farbe nicht komplett vom Waschbecken abzunehmen. So, und jetzt könnt ihr einmal abwischen. Und von dem Haarriss ist kaum noch was zu sehen. Wenn ihr Lust auf weitere Projekte von uns habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Und nicht vergessen, Alles machbar mit Obi.